4 kleine Miniaturen, aber 4 Modelle mit einer wichtigen Aufgabe: Sie sollten später meine US-Truppen auf dem Spielfeld anführen. Heute bekommen meine Platoon Commanders endlich Farbe. Ich zeige euch, welche Farbe ich verwendet habe, wie ich bei der Bemalung vorgegangen bin und natürlich auch das fertige Ergebnis. Also schauen wir uns an, wie aus 4 grundierten Miniaturen richtige Offiziere für die Front werden. Hallo zusammen und willkommen bei Helvetia Tabletop. Heute geht es wirklich darum, um unsere 4 Kommandanten, was wir hier haben. Ja, heute geht es an den Maltisch von der Grundierung weg. Grundiert haben wir ja in der letzten Woche schon. Und heute geht es rein ums Bemalen. Wir werden Farbe ins Spiel bringen für unsere Zurück an die Frontreihe, unsere 4 Platoon Leader, unsere Platoon Commanders für die US Army. Und deswegen würde ich sagen, wir werden nicht lang schnacken. Wir gehen jetzt direkt auf den Maltisch und ich werde euch zeigen, wie ich die bemal. Bleibt dran, gehen wir rüber, habt Spaß. Eine kurze Werbepause mit dem nördlichsten Tabletop-Laden der Schweiz. Da wir mit der 918 Envoy werden wir jetzt trockenbürsten, weil wir haben ja im letzten Video haben wir ja die Grundierung schwarz gewählt und so können wir die Konturen besser herausarbeiten. Das ist so der erste Step, was man macht. Auch wenn man dann mit Speed Paint malt oder auch nicht, das ist egal. Somit sieht man das besser. 890 Olive Model Color Vallejo, damit wird im Endeffekt das Hemd bemalt, die Innenseite, da dies ja ein Panzerkommandant ist. Und dieser Panzerkommandant hat ja eine beige Jacke an. 136 machen wir jetzt hier die Hose. Ich habe mich entschieden, alle mit braune Hose zu machen, denn am Anfang vom europäischen Kriegsschauplatz hatten die Amerikaner tatsächlich braune Hosen an. Das kam erst ein bisschen später. Dann 025 Dark Yellow, dort wird jetzt die Jacke bemalt. Ich finde eigentlich recht gut. Und ja, mega gute Farbe, passend, finde ich jetzt. Ja, jetzt geht es dann gerade weiter. 137 US Light Olive. Damit werden jetzt die Stulpen bemalt. Die hatten die Stulpen, die hätte man natürlich auch ockerfarbig machen können, aber ich habe gedacht, ich mache sie Olive. Sieht cool aus. Und gehen dann direkt auf die 872 Chocolate Brown. Dort wird jetzt die Schuhe bemalt. Und somit habe ich einen super Farbkontrast. Und natürlich das Headset unter seinem Helm. Ja, und natürlich das Bandele von der Jacke. Die habe ich auch Arm und Hüft habe ich dann auch noch braun gemacht. Ja, und jetzt geht es mit 924 Russian Uniform, also Russland Uniform. Und damit wird die komplette Zubehörausstattung, ich finde diesen diesen Olivton gar nicht schlecht. Also mir hat er gefallen. Ne? Und hebt auch noch ein bisschen ab. Also wir haben dann mehrere Farben dann drin. So, Bronze Olive 250 Model R. Dort wird jetzt der Helm bemalt. Und somit habe ich mehrere Olivbereiche abgedeckt. Dann sieht es nicht so eintönig aus. Das war mir jetzt wichtig, dass das ein bisschen anders ausschaut. So,
mit der Invory, stark verdünnt mit Wasser, werden jetzt die Schutzbrillengläser bemalt und dann kommt dann eine blaue Farbe drin rein. Da habe ich eine Contrastfarbe genommen. Ja, und dann gibt es noch die Hautfarbe. Kinsler Flash Citadel Color. Dies wird dann bemalt, alle Hautpartien. Ich hätte auch Handschuhe hier machen können, aber ich wollte Haut. Das ist aber jedem selber überlassen und natürlich das Gesicht. Ja, anschließend Shade, Raglan Flash Shade, nehme ich gerne mit der Kinsler Flash und dort wird nur die Hautpartien werden gewascht und dann gehen wir schon mit Ragland bzw. Agrex Earthshade, geht man dann schon her und tut leicht waschen. Ich habe das diesmal verdünnt, dass es nicht so extrem ist. Ich wollte aber die Kanten herausarbeiten. Ja, und dann gehen wir mit Base X Kleber, verstreiche dies und kommt dann mein Schüttgut drauf. Und so wie ihr das dann seht, zack, zack, schön verschwindet auch diese hässliche Kante. Und mit dem Graveler Sandfixer wird dies dann komplett fixiert. Fertig haben wir sie. 4 Commander. Ja, 4 Commander haben wir, 4 Zugführer, komplett fertig. Ja, schnell und dreckig nennt man das. Ich habe diesen Stil recht gern, weil da komme ich richtig zügig voran und außerdem sind sie ja auf dem Schlachtfeld. Da ist es ja nicht sauber und nicht clean. Deswegen gefällt mir diese Art von Miniatur extrem gut. Ich finde auch diese Miniaturen super. Letztendlich haben wir jetzt 4 Commander, 4 Platoon Leader für unser US Army Sektion haben wir jetzt dann fertig gemacht. Da bin ich jetzt mega happy drüber. Es macht auch richtig viel Spaß, diese zu bemalen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie ich das mache. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch dieses jetzt gefallen hat oder was wolltet ihr denn noch mehr sehen für Bold Action. Fakt ist auf jeden Fall, unsere Einheiten fangen jetzt das Wachsen an und ich bin wirklich mega zufrieden. Und wenn euch das jetzt gefallen hat, dann gebt uns ein Like, schreib uns einen Kommentar, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und somit verpasst ihr keinen weiteren Content mehr hier auf Helvetia Tabletop und zurück an die Front. Und in diesem Sinne, gebt euch Sorge, bleibt gesund und klug an, euer Helvetia Tabletop Esther und Thomas und danke fürs Zusehen.